2 Bücher geschrieben, in denen Sie sich mit Nahtoderfahrungen und der jenseitigen Welt auseinandersetzen. Was war Ihre Motivation, sich mit dieser Thematik zu befassen? Die Motivation war ein Erlebnis, das ich hatte, als ich noch jung war, also anfangs vom Studium. Ich habe in der kühlen Stube gelernt, es war Sommer. Ich ging dann hinaus, ich wollte zu meiner Freundin und da hat die Sonne so warm und schön geschienen, dass ich ihr spontan dankte. Und dann sah ich nur noch grell weißes Licht und spürte eine ekstatische Liebe. So etwas hatte ich noch nie erlebt. Und die Sonne sagte mir, ich sei von der gleichen Art, quasi ich sei ihr Kind. Und ja, ich war völlig perplex. Ich ging dann zu meiner Freundin und erzählte ihr das und sie hat null verstanden und ich habe dann geschwiegen. Habe dann niemandem mehr etwas gesagt. Und viel später hatte ich von Menschen gehört, die Nahtoderfahrungen machten und habe gesehen, dass die gleiche Licht-Liebe-Erfahrung machten. Auch dieses Unaussprechliche, was man sonst nie erlebt. Also das ist keine Serotonindusche. Das hat nichts mit dem zu tun. Eine der schönsten Nahtoderfahrungen ist die von Magdalene Bless. Oder das ist eine sehr lange Geschichte und sehr eindrücklich. Sie hat praktisch alle Elemente erlebt, die es gibt. Und sie hat auch diesen Übergang in den Tunnel so gut beschrieben. Also wenn man das jetzt mit dem Schwarzlochprinzip vergleicht, dann war sie am Ereignishorizont. Also sie sah dort so einen Wirbel und dann wurde sie hineingezogen. Ich habe dann sehr viel gelesen über Nahtoderfahrungen, sehr viele Bücher, von einzelnen Berichte oder auch von Jeffrey Long, der hat da viel erforscht und vor allem auch Pim van Lommel, den habe ich kennengelernt und er kam dann einmal in die Schweiz und hat den Ärzten einen Vortrag gehalten. Es ist ein Kardiologe aus den Niederlanden und der hatte sehr gute Studien gemacht und ja, das war einfach sehr interessant und ich habe eben gesehen, dass viele Kollegen keine Ahnung davon haben und auch nicht so offen sind dafür. Ihr erstes Buch heißt Hinter den Kulissen der Welt, ewige Ruhe. Welche Menschen wollen Sie mit diesem Buch erreichen? Eigentlich alle Menschen, die nach dem Sinn des Lebens suchen. Das hat so viele Informationen, die für unser Leben hier wichtig sind und auch für die Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten, weil es ist wirklich sehr gut quasi diagnostiziert. Oder man weiß dann, was ist eine Nahtoderfahrung, von wann an spricht man von einer Nahtoderfahrung. Und es ist nicht allzu groß, also man hat das bald einmal gelesen und ist sehr gut informiert. Haben Sie auch Patienten über ihre Nahtoderfahrungen befragt? Das haben Sie eigene Forschung gemacht? Also ich habe Patienten, aber das sind halt nicht viele, aber das ist doch eindrücklich. Vor allem ein Beispiel war sehr eindrücklich. Die Patientin wurde mir überwiesen, weil sie nicht mehr schlafen konnte. Und sie hat mir dann erzählt, dass sie eine Transplantation machen musste und dass sie während der Transplantation alles gesehen hat, was passiert ist. Sie hat gesehen, dass man eine Leber einem jungen Mann entnahm. Sie sah dann das Loch, das es gab in seinem Körper, als die herausgenommen wurde und ihr eingepflanzt. Und sie war dann auch im ganzen Spital herum, hat sie gesehen. Und als sie dann erwacht war, hatte sie riesige Angst,
weil sie konnte das nicht fassen. Sie sah, dass dieser Mann noch lebte und trotzdem hat man ihm ein Organ entnommen und sie hatte dann dauernd Angst, wenn sie jetzt schlafen würde, würde man ihr ein Organ entnehmen. Also das war der Grund ihrer Schlafstörungen. Ich konnte dann das im Laufe der Zeit, konnte ich ihr diese Angst nehmen. Mhm. Und eine andere Patientin, die hat bei einer Geburt ziemlich viel Blut verloren und ist dann auch durch den schwarzen Tunnel gezogen worden und ins Licht. Aber sie musste dann bald wieder zurück. Ihr zweites Buch heißt »Bitte aufwachen«. Wer soll mit diesem Buch geweckt werden? Ja, ich probiere ein bisschen die Naturwissenschaftler zu erreichen, weil ich sehe, dass obwohl sie eigentlich von der Physik her wissen müssten, dass das Universum reine Energie ist, aber häufig sind sie völlig verschlossen diesem Thema gegenüber. Und ich fände es enorm wichtig, wenn Naturwissenschaftler sich damit befassen würden, weil dann käme es in die Schulbücher und dann würde es verbreitet unter den Menschen. Weil es wäre so wichtig, dass die Menschen sehen, dass eigentlich alle Menschen die gleiche Ethik erleben in diesen Nahtoderfahrungen, sei es eine Frau mit jüdischem oder islamischem oder hinduistischem Hintergrund oder christlichem. Sie erleben einfach die bedingungslose Liebe, die wichtig ist. Eine Inderin, die hatte einen hinduistischen Glauben und war in einer christlichen Schule. Und sie hat dann das sehr gut erlebt, dass in dieser Nahtoderfahrung es eigentlich nur einen Gott gibt. Also etwas, ja, das Göttliche hat sie erlebt. Und sie hat gespürt, dass das nichts mit den verschiedenen Religionen eigentlich zu tun hat, sondern dass das dieses Licht ist. Und sie hat auch ihren Vater dort getroffen und ja, sie hat sich damit auseinandergesetzt, dass es wirklich einfach eine geistige Quelle gibt, die für alle Menschen da ist. Und auch Atheisten erleben das so. Also es gibt diesen Howard Storm, der war Kunstprofessor und war Atheist, war auf einer Kunstreise in Paris und hat einen Duodenum-Durchbruch erlebt, musste notfallmäßig ins Spital und wurde dann liegen gelassen. Es war Sonntag und er hatte wahnsinnig Schmerzen. Sie müssen sich vorstellen, der Darminhalt, also diese säurenhaltige Flüssigkeit kam in die Bauchhöhle und das ist wahnsinnig schmerzhaft. Und er hat nur noch geflucht und bis er dann plötzlich gemerkt hat, dass er jetzt zwischen den Betten steht und seinen Körper sieht. Und seine Frau, wollte dann mit seiner Frau reden, aber die reagierte nicht. Und dann wurde er hinausgerufen und hat dann so eine Nahtoderfahrung gemacht, wo er zuerst in der Dunkelheit war. Es ist ihm quasi wie das passiert, was er vorher so gedacht hat. Also er wurde fast aufgefressen. Und er wurde auch schikaniert von Wesen, die er das Gefühl hatte, das seien einmal Menschen gewesen. Und es ging ihm dann so schlecht, dass er plötzlich eine Stimme in sich hörte, bete zu Gott. Dann dachte er, was ist das für ein Bullshit? Was soll ich da? Und die Stimme kam immer wieder.
bis er anfing, zaghaft ein Gebet, das er noch von der Kindheit kannte, aufzusagen, und er merkte, dass er damit diese dunklen Wesen vertrieb. Und plötzlich kam dann ein Licht näher. Er meinte zuerst, es sei ein Stern, und dann kam das Licht immer näher, ganz direkt auf ihn zu und umfing ihn völlig, und er spürte, dass das ein personalisiertes Licht war, und er spürte sich völlig aufgehoben in diesem Licht, angenommen, geliebt. Es war die wunderbarste Erfahrung, und er wurde später dann Seelsorger. Das hat ihn völlig verwandelt. In Ihrem zweiten Buch reden Sie auch vom Jenseits. Wie kamen Sie auf diese Thematik? Ja, ich wollte ja dann sehr viel wissen. Darum habe ich dann in der Neuen Physik recherchiert. Ich habe viel von Harmein gelesen und habe über die schwarzen Löcher mich erkundigt, über das Nullpunktfeld. Wir leben ja in diesem Nullpunktfeld, und nach Harmein hat das eine Schwarzlochstruktur. Und die schwarzen Löcher, die saugen ja alles Licht ein. Also wenn das Licht den Ereignishorizont erreicht, dann gibt es kein Zurück mehr. Aber man weiß noch nicht genau, was passiert in den schwarzen Löchern. Mhm. Und durch die Nahtoderfahrungen bin ich dann auf die Idee gekommen, dass dort eigentlich ein kreativer Prozess stattfinden könnte. Weil die meisten Nahtoderfahrungen beginnen ja mit dem Prozess, dass sie durch einen schwarzen Tunnel gesogen werden und ins Licht kommen. Also das hat mich sehr an dieses Schwarzlochprinzip erinnert. Mhm. Und man weiß ja von der Neuen Physik, dass eigentlich keine Energie verloren gehen kann, keine Information verloren gehen kann. Und Max Planck sagte etwas sehr Eindrückliches, was ich rasch aus meinem Buch zitieren möchte. Als Physiker, der sein ganzes Leben der nüchternen Wissenschaft der Erforschung der Materie widmete, bin ich sicher von dem Verdacht frei, für einen Schwarmgeist gehalten zu werden. Und so sage ich nach meinen Erforschungen des Atoms dieses: Es gibt keine Materie an sich. Alle Materie entsteht und besteht nur durch eine Kraft, welche die Atomteilchen in Schwingung bringt und sie zum winzigsten Sonnensystem des Alls zusammenhält. Weiter sagt er, man müsse hinter dieser Kraft die Existenz eines bewussten und intelligenten Geistes annehmen. Das ist meiner Meinung nach der Christusgeist, der Geist des Sohnes, denn der Vater ist Einheit, unmanifestiert. Und Albert Einstein sagte, hat natürlich viele Zitate von ihm, und eines ist: Alles ist Energie. Gleiche dich der Frequenz der Realität an, die du möchtest, und du kreierst diese Realität. Das ist keine Philosophie, das ist Physik. Also war es bei Ihrem zweiten Buch das Bestreben, das Jenseits und das Leben nach dem Tode physikalisch zu erklären? Ja, das war mir wichtig, weil ich möchte damit auch die Naturwissenschaftler ansprechen, weil die wissen ja mehr über Physik als ich, und die wissen ja, dass es Materie an sich nicht gibt, dass alles Energie ist und dass in diesem Feld, in dem wir wohnen, im Universum, in diesem interstellaren Raum, dass dieser Raum nicht leer ist, sondern dass der voll Energie und Information ist. Und dass auch keine Information verloren gehen kann. Und so ist es eigentlich logisch, dass unser Ich Bin da weiter existiert mit all den Informationen. Die können nicht verloren gehen. Mhm. Weil
es gibt ja wirklich nicht nur das, was wir mit den Augen sehen. Das ist so ein kleiner Ausschnitt, was wir mit den Augen sehen. Und das wissen eigentlich alle und trotzdem benehmen sie sich so, wie wenn außerhalb nichts mehr wäre. Und das stimmt ja nicht. Und ich finde es einfach wichtig, dass man das weiß, weil es die Gesellschaft verändern könnte zum Guten, zu mehr Toleranz und Liebe, wenn man das begreift. Und wenn man das nicht einfach nur als Esoterik abtut. Man hat das lange, haben die Naturwissenschaftler das als Esoterik abgetan. Und da müsste man ja sagen, die Quantenphysik sei auch Esoterik. Ich komme noch einmal zurück zu Ihrem Argument, dass diese Thematik in die Schulbücher aufgenommen werden sollte. Sind Sie der Meinung, dass hier noch ein Defizit herrscht in der Ausbildung oder in der Wissenschaft? Ja, das finde ich. Und ich finde es immer wichtiger, dass die Ethik überkonfessionell sein sollte. Weil die Nahtoderfahrungen, die entziehen dem Terrorismus und Dogmatismus völlig den Boden. Der hat keinen Platz mehr. Und wenn eben Kinder damit aufwachsen würden, dass es eine überkonfessionelle Ethik ist, die auf Liebe und Verbundenheit basiert, dann glaube ich eben, dass es weniger Kriege gäbe. Weil das ist auch ein Grund. Ich habe das erste Buch angefangen zu schreiben, als so Terrorereignisse stattfanden. Also das hat mich sehr stark berührt und ich habe einfach gefunden, dass das müsste man nun endlich einmal ernst nehmen. Was sind Ihre wichtigsten Erkenntnisse, die Sie aus Ihrer Forschungsarbeit gewonnen haben? Es sind Erkenntnisse aus der neuen Physik und Erkenntnisse aus den Nahtoderfahrungen für das Leben im Jetzt. Also dass das einen großen Einfluss hat auf unser jetziges Leben, wenn wir wissen, um was es wirklich geht. Weil viele glauben ja, das Leben sei nur in einem materiellen Körper möglich und dann sei es fertig. Und ich glaube, dass das große Konsequenzen hat, wenn die Menschen wissen, dass es ein ewiges Leben gibt, dass Leben Kommunikation ist und ja, dass es die Sphären, wenn wir in das Universum hinausschauen, dass diese Sphären voll Energie sind. Man sagt diesen Sphären Nullpunktfeld, früher sagte man Vakuumfeld, aber man hat dann herausgefunden, dass das kein Vakuum ist, sondern ein Raum, der mit Energie und Information gefüllt ist. Und in diesem Raum leben wir und kommunizieren. Edgar Mitchell sagte einmal, unsere Psyche funktioniere nach dem Gesetz der Resonanz und Nicht-Lokalität. Und was heißt Nicht-Lokalität? Als das entdeckt wurde, sagte Einstein dem spukhaftes Phänomen, weil er es nicht glauben konnte. Aber das ist inzwischen bewiesen, dass wenn man zum Beispiel an einem Teilchen etwas ändert, dann findet diese Änderung sofort statt an einem Teilchen, das jetzt an einem ganz anderen Ort ist. 200 Kilometer weg findet die gleiche Änderung statt. Also das ist eben das Nicht-Lokale, die nicht-lokale Verbundenheit. Und das ist offenbar, funktioniert unsere Psyche auch so, nach diesem Prinzip. Und auch das Bewusstsein nach dem Prinzip der Resonanz. Und das Wichtigste aus den Nahtoderfahrungen ist für mich der Lebensrückblick, den die Menschen machen.
Also sie sehen in ihrem Leben nicht nur die ganze Folge ihrer Ereignisse von Geburt bis zum jetzigen Punkt, sondern sie erleben auch, wie ihre Handlungen und Taten sich auswirkten auf die anderen. Also sie spüren zum Beispiel den Schmerz, den sie anderen ausgelöst haben, bei sich selbst. Und sie verstehen alles, sie verstehen die Hintergründe ihrer Problematiken. Also sie können sehr viel daraus lernen und sie sehen auch, dass niemand sie verurteilt, sondern dass sie selber der Richter quasi sind. Aber es gibt keinen Gott, der richtet von außen. Und ja, man sieht dann wirklich, was wichtig ist in unserem Leben, auf was es ankommt. Frau Meyerhans, herzlichen Dank für das Gespräch. Danke.